Jetzt zeichnen wir Spann 6 im Konstruktionstagebuch 2 Mastschona Germania. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael und wir zeichnen heute in diesem Video gemeinsam Spann 6. Der Konstruktionsverlauf beinhaltet folgende Kapitel: Komponente erstellen, Bild einfügen, eine Skizze erstellen, die Skizze in einen Volumenkörper konvertieren, das Bauteil beschriften, dem Bauteil ein Material zuordnen und das Ganze mit Hilfe eines Gelenks fixieren. Der erste Schritt ist, eine Komponente zu erstellen. Dabei achte ich auf die Aktivierung und den richtigen Namen. Wir starten heute wie außergewöhnlich mal wieder mit einem Hilfsquater, den wir für die richtige Positionierung der Konstruktionsebene nutzen. Nun müssen wir nur noch eine Konstruktionsebene auf die erstellte Fläche legen. Beides beschriften. Als Grundlage für dieses Bauteil verwenden wir ein Bild, dieses wir uns von meinem PC holen. Nur noch den richtigen Sitz kontrollieren und das Bild minimal anpassen. Gehen wir
zum nächsten Kapitel und übertragen das Bild in die Zeichnung mit Hilfe einer Skizze. Skizze beenden und beschriften. Um weiterzumachen, wandeln wir die Skizze jetzt in einen Volumenkörper um. Zu diesem Zeitpunkt ist es sinnvoll, die Kennung zu vergeben. Mit Hilfe einer Skizze, dem Textmodul und Prägen das Ganze auf. Zu diesem Zeitpunkt ist es sinnvoll, die Kennung zu vergeben. Mit Hilfe einer Skizze, dem Textmodul und Prägen das Ganze auf das Bauteil.
vergeben wir ein Material, damit das Bauteil die richtigen Eigenschaften hat. Gegen das Verschieben hilft nur ein Gelenk, das wir an diese Stelle einfügen. Danke, dass ihr mein Konstruktionstagebuch vom Zweimastschoner Germania verfolgt. Das nächste Bauteil, dem wir uns widmen, wird Span 20 sein. Abonniert meinen Kanal und bis die Tage.